Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Hier das großzügige Delfinarium im Loro-Park ist nicht nur die Heimat unserer Delfine, sondern ist auch ein wichtiger außerschulischer Lernort. Es kommen ja jährlich über 1 Million Besucher hierher, die sich für die Schönheit und Eleganz dieser Tiere begeistern lassen und die darüber hinaus im Sinne des Edutainment wichtige Informationen aus der Biologie der Tiere, über die Gefährdung der Tiere, über den verantwortungslosen Umgang, den wir Menschen mit den Meeren, mit dem Lebensraum der Tiere in der Natur machen, informiert werden und motiviert werden, sich für den Erhalt dieser Tiere einzusetzen. Vielleicht nicht mehr Einwegplastik so achtlos nutzen, erst recht nicht achtlos in die Natur schmeißen, wenn sie wissen, dass Meeresschildkröten teilweise Plastiktüten fressen, weil sie mit Quallen verwechseln, wenn sie wissen, dass Delfine dazu prädestiniert sind, Fremdkörper aufzunehmen, zu verschlucken und dann durch Magen-Darm-Probleme letztlich sterben. Die Leute, die hierher kommen, möchten sich in erster Linie möchten unterhalten werden. Das sollen sie auch, sollen ihren Spaß haben. Die Delfine haben übrigens auch ihren Spaß bei den Vorführungen, weil sie gerne mit ihren Trainern spielen. Was anderes ist das nämlich nicht. Und dies überträgt sich atmosphärisch. Und natürlich haben wir die Hoffnung, erst recht unterstützt durch die edukativen Videos, die wir während der Shows, während der Präsentation der Delfine auch immer wieder einspielen, dass die Leute nachdenklicher werden und verantwortungsvoller mit dem natürlichen Lebensraum der Delfine, der ja auch unser Lebensraum letztlich ist, denn wir haben nur eine Erde, entsprechend umgehen. Im modernen Zoo, im modernen Delfinarien haben gerade Delfine eine ganz besonders wichtige Funktion, weil sie typische Sympathieträger sind, weil sie eine sogenannte Flaggschiffart sind. Das sind eben Delfine, das sind Menschenaffen, das sind große Katzen, das sind Eisbären, das sind Elefanten, die eine herausragende Rolle spielen bei der Aufmerksamkeit, die nicht so naturverbundenen Leute eben durch diese Tiere gewinnen. Und das führt dann letztlich dazu, dass sie sich mit Themen auseinandersetzen, die sie ansonsten gar nicht so sehr interessieren würden. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt gerade, wo wir über Klima- und Artenschutz debattieren und wo auch dringend Handeln angesagt ist. Und da müssen wir alle Möglichkeiten ausreizen, nutzen, um unsere Mitmenschen zu motivieren, sensibler mit unserer gemeinsamen Umwelt umzugehen. Darüber hinaus tragen die Delfine und Orcas und andere attraktive Tierarten natürlich auch dazu bei, dass Gelder in den In-situ-Schutz, also in den Naturschutz, in den Habitatschutz, in den natürlichen Lebensraum dieser Tiere durch die Loro-Park Foundation fließen kann. Denn 10% der Eintrittsgelder in den Loro-Park gehen unmittelbar in die Naturschutzarbeit der Loro-Park Foundation, die damit über die ganze Welt schon weit über 180 Projekte, Naturschutzprojekte finanziert hat, unterstützt hat und damit zum Beispiel hochgradig bedrohte Papageienarten von der unmittelbaren Ausrottung bewahren konnte. Für die Orcas in der Meerenge von Gibraltar setzen wir uns ein. Dort gibt es noch eine Population von nur noch 48 Tieren. Da setzen wir uns für ein, dass dort die Konflikte zwischen den Fischern und den Orcas beigegeben werden, dass die Fischer nicht mehr einfach so auf die Tiere schießen, die mit ihnen um die Blauflossenthunfische konkurrieren. Natürlich. Und gleichzeitig werden wissenschaftliche Untersuchungen gemacht mit diesen Tieren. Die Tiere werden mit Text, mit Satellitentelemetrie, wird ihr Standort untersucht und man kann halt sehen, welche Wanderwege sie gehen, welche Bereiche man für Meeresschutzgebiete vorsehen muss. Das gilt übrigens nicht nur für die Meerenge von Gibraltar, das gilt natürlich erst recht für ganz Makronesien im östlichen Atlantik, eben hier vor der Küste der Kanarischen Inseln, die ein hervorragendes Biotop, ein hervorragender Lebensraum ist für viele, viele verschiedene Walarten und auch andere bedrohte Fischarten, wie Engelshaie und dergleichen mehr.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.